Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute gibt es wieder ein köstliches Ofengericht mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten wie Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch. In einer leckeren Joghurtmarinade gebacken. Wer das Gericht wirklich low carb halten möchte, ersetzt die Kartoffeln und die Karotten einfach mit anderem Gemüse. Und wie man dieses herrliche Gericht zubereitet, das zeige ich euch jetzt inshallah. Für die Marinade vom Hähnchen geben wir jetzt eine gehackte Bio-Zwiebel hier in den Vitamix und 5 bis 6 große Bio-Knoblauchzehen, ein Esslöffel von meinem selbstgemachten Ghee. Mein Video zum Selbermachen von Ghee, das verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Dann kommt ein kleines Päckchen Bio-Joghurt hinzu, 150 Gramm. In dieser Marinade wird das Hähnchen über Nacht mariniert. Dann geben wir 3 gehäufte Teelöffel von diesem Bio-Senf hinzu, der aus nichts anderem besteht als folgenden Zutaten: Bio-Senfsaaten, Natursalz, Gewürze, Essig und Wasser und alles immer von Bio-Qualität, ohne Zucker, Kochsalz oder andere Zusatzstoffe. Dann kommt ein Esslöffel Bio-Tomatenmark hinzu, bevor dann noch die Gewürze hinzukommen werden. Jeweils ein Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen, Halitsalz, Kurkuma und Koriander gemahlen. Gerade Koriander und Kreuzkümmel sollten unbedingt vorher frisch gemahlen werden, weil sie dann ein viel stärkeres Aroma abgeben werden. Dann kommen noch Paprika und frisch gestoßener schwarzer Biopfeffer hinzu. Und dann wird das Ganze einfach gründlich mit dem Vitamix püriert. Und die fertige Marinade kommt dann hier auf das Hähnchen. Und zwar haben wir hier Hähnchen von Yusuf's Bio, also echtes Biofleisch von artgerecht gehaltenen Tieren von ganz hoher Qualität, Mashallah. Das Fleisch wird dann mit der Marinade gut vermischt, damit alle Teile damit in Berührung kommen. Und sobald das der Fall ist, decken wir die Schüssel mit einer Klarsichtfolie ab und geben diese Schüssel dann über Nacht in den Kühlschrank und lassen die Hähnchen darin schön marinieren. Durch diese Joghurtmarinade werden sie schön zart werden. Und das ist natürlich umso wichtiger bei Biofleisch, denn dieses Fleisch ist grundsätzlich zäher als das Fleisch aus der Massentierhaltung. Am nächsten Tag werden wir eine große, runde Edelstahlform mit Ghee einfetten und dann kommen hier die Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und später Knoblauch und Tomatenscheiben wohlgeordnet hier in die Form. Das Gemüse und alles sollte natürlich immer von Bio-Qualität sein. Zwiebeln und Knoblauch sollten hier überhaupt nicht fehlen in diesem Gericht. Die sind ganz besonders wichtig, weil die einen sehr leckeren Geschmack an dieses Ofengericht abgeben werden. Wir stellen dann die vorbereitete Form zur Seite und geben jetzt das marinierte Fleisch in die Pfanne hier, die mit geschmolzenem Ghee ausgekleidet ist. Und in dieser Pfanne werden wir jetzt die Hähnchenstücke kurz vorbraten. Das mache ich deshalb, weil, wie gesagt, das Biofleisch sehr viel zäher ist als das Fleisch aus der Massentierhaltung und deshalb vielleicht im Ofen nicht vollständig zart werden würde. Deshalb brate ich das Fleisch erst auf großer Flamme von beiden Seiten an und lasse es dann zugedeckt auf kleiner Flamme so lange köcheln, bis es gar sein wird. In dieser Zeit bereiten wir die Soße zu, indem wir die Marinade, die vom Hähnchen übrig geblieben ist, jetzt hier mit passierten Biotomaten strecken und folgende Gewürze noch hinzugeben: Halitsalz, Knoblauchpulver, Kurkuma und Bio-Gemüsebrühe, als auch frisch geschossener schwarzer Pfeffer und Oregano. Dann vermischen wir die Zutaten nochmal gründlich und dann kommt diese fertige Soße über das Gemüse in der runden Auflaufform. Denn in dieser würzigen, leckeren Soße wird dann Gemüse und Fleisch im Ofen vor sich hingaren. Wir schütteln die Form nochmal, damit die Soße sich überall gut verteilt. Und dann hacken wir noch einige frische Basilikumblätter und streuen die schön darüber, denn die geben an das Gargut auch nochmal einen sehr leckeren Geschmack und Aroma ab. Sobald das Fleisch dann einigermaßen gar ist, werden wir es dekorativ und gleichmäßig hier auf dem Gemüse anordnen, damit auch das Fleisch genau wie das Gemüse symmetrisch hier und dekorativ in der runden Auflaufform anzusehen sein wird. Die flüssige Soße bekommt dann auch nochmal darüber und jetzt kommt diese Auflaufform einfach in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze und wird dort etwa 1,5 bis 2 Stunden lang gebacken. Und das ist dann das Ergebnis: ein köstliches Ofengericht mit Bio, Fleisch und Gemüse, mit ausschließlich gesunden Zutaten, ein Festschmaus für die Augen, für die Seele und für den Körper. Mashallah. Das Fleisch ist sehr gesund, denn es stammt von artgerecht gehaltenen, gesunden Tieren und hat daher eine sehr hohe Qualität.
Deshalb ist es natürlich auch entsprechend teuer, aber wenn man es nur einmal in der Woche isst, sollte man seine Prioritäten so setzen, dass man der hochwertigen Nahrung, die uns gesund halten soll, mehr Wert beimisst und man daher bereit sein sollte, auch mehr Geld dafür auszugeben. Ja, damit ist wieder ein gesundes, leckeres Rezept beendet. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.